Guten Morgen, es ist jetzt 6:13 Uhr. Wir sind hier an diesem Waschhäuschen und Anne macht sich gerade frisch, ich danach auch. Räder sind gepackt. Ja, die Nacht war gut. Bisschen viel geschwitzt, ohne Zudecken, ohne Überzelt. Also ja, es ist warm in Italien, aber wir haben es ja so gewollt. Ja, und dann starten wir gleich auf 113 Kilometer. Wir fahren die Adriaküste entlang bis nach Ravenna. Ja, und da gibt es ausreichend Campingplätze. Das war jetzt bei der Auswahl von ein paar Tagen, wo wir uns so ein bisschen schlau gemacht haben. Ja, was gibt's denn? Ein bisschen blöd, weil da steht dann immer dabei Mindestanzahl der Nächte 2 Tage, 5 Tage, 7 Tage mal. Und wir brauchen immer nur eine. Deswegen ja, kriegt man da so ein bisschen komisches Gefühl, aber wenn man dann davor fährt mit dem Fahrrad, dann war das bisher kein Problem. Also ich glaube, auch hier gab es eine Anzahl von mindestens 2 Nächten. Ja, also das passt. Also dann fahren wir die Adriaküste entlang. Ja, wird bestimmt schön. Glamping. Tada! Und das hatte ich dir gestern nicht gesagt. Wenn Engel reisen, ne, sieht das so aus. Ja. Wir haben zum Glück wieder schöner blauer Himmel und Sonnenschein. Wie blauer Himmel. Blauer heißt doch anders, oder? Ein blitzeblauer blauer Himmel. Ja. Bisschen aus der Übung. Ja, ich hatte noch keinen Kaffee. Ja, ich glaube, das bleibt die nächsten 20, 30 Kilometer oder so. Hier rechts sieht man dann nochmal die Sonnensegel über den Wohnbergen. Wir fahren jetzt einige Kilometer zurück. Wir sind das also auch gestern hier gefahren und gestern nach 130 Kilometern konnten wir das nicht so genießen. Aber jetzt Ja, wirkt es ganz anders, ne? ja, auch hier, gell? Voll schön. Da rechts meinst du? Ja. Die ganzen Fischer und Muschelfischer. Ja, und der Campingplatz liegt wirklich im Nirgendwo. Ja? Also hinter uns, irgendwo in 6 Kilometern ist der. Da meint man nicht, dass da noch ein Campingplatz kommt. Wir wurden in den letzten Monaten öfter mal gefragt, wie dann unsere Reichweite nach so einem Tag ist mit unseren 2 Akkus. Problem war halt nur meist, dass wir dann gar nicht drauf geachtet haben, weil wir uns eben nicht mehr drum kümmern müssen mit 2 Akkus. Jetzt können wir das aber heute vielleicht noch mal so machen. Wir sind da komplett in der Ebene, fahren mal in Eco, wenn es geht, die 110 Kilometer ungefähr. Und am Ende sagen wir dann nochmal, wie viel Restreichweite wir haben. Ich schätze mal in Summe, also gefahren plus Reichweite noch verbleibend 250 Kilometer. Aber natürlich auch Eco, flach, nicht unbedingt Gegenwind. Ja. Mal schauen am Ende des Tages. Ja, so wie es aussieht, können wir über die Brücke. Keine Fähre notwendig heute. Cool. Da vorne ist Ristorante Salatis. Aber vor 8. Wir fahren hier rüber, oder Anne? Doing, doing. Geschafft. Witzige Brücke mit diesen Schiffskörpern. Ne? Ja. Wir können ja jetzt schon mal was zum Radweg sagen.
Also nach 140, 50 Kilometern sind unsere Räder eigentlich noch total sauber. Wir hatten gestern einmal 2,5 Kilometer Schotter, ne? Das Ja. war's. Sonst Asphalt. Ja, das stimmt. Ja. Hat man so echt selten. Ganz selten, ja, das stimmt. Kann man diese Brücken wegen der Schiffskörper versetzen? Grazie. Buongiorno. Yeah. 30 Kilometer haben wir schon. Und jetzt erstmal einen Kaffee um 8:25 Uhr. Perfekt. Hier. Ah ja, okay, dann komme ich gleich noch mal mit. Aber wir trinken jetzt noch mal einen Espresso. Einen Espresso trinke ich noch für mich. Un espresso. Un Espresso. Ja, perfekt. A caso di suonar qualche cantario. Che maniera quella è l'acqua? Adesso no che la sua età è ancora la macchina. Es gibt keine großen, La sua età. aber ich habe jetzt gedacht, lieber mal gekühlte kleine. Ich habe dich Deutsch sprechen hören. Ja, genau. Hast du mich Deutsch sprechen hören? Ja, sie kann besser Deutsch als Englisch. Sehr viel besser Deutsch. Ja, ihr habt euch ja richtig unterhalten. Ne? Ja, wir haben uns richtig unterhalten, genau. Ja, Mensch. Mensch. Wer hätte das gedacht? Ja. Man trinkt in Italien einfach einen Espresso. Also muss ich sozusagen dann vielleicht 2 Espresso trinken. Okay. Hier waren wir jetzt gerade frühstücken. Es geht weiter. Auf dem Schild sieht man jetzt auch unser Ziel für heute, Ravenna. Hier links. Wir fahren auf Schotter. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, einige Kilometer noch diesen Kies. Ist aber kein Staub dazwischen, sondern nur Kies. Und ja, ich glaube 3 Kilometer noch. Mal schauen. Bisschen ruppig, aber ganz schön. Sieht interessant aus. Geht's da weiter? Ah, crazy. Das ist ja auch cool. Was ist das denn? Wegen Wildwechsel wahrscheinlich, oder? Kreisfußgängerbereich, Mesola Holz. Achtung, um die Öffnung des nächsten Tores zu ermöglichen, dieses Tor komplett schließen und kontrollieren, dass das Schloss eingerastet ist. Okay, also bis 31. Oktober, 8 bis 19 Uhr. Ja, Aber Entry hier, ne? Also ja. das hier würde ich als Entry. Ja, jetzt haben wir hier richtig Sand, tiefen Sand. Da kommt Anne dann mit ihrem 55 Kilo Rad nicht mehr durch. Ja, die schiebt sie. Ich bin jetzt geschoben. Ja, Exit, genau. Ja, also war für eine Radreise nicht so optimal, aber das kriegt man hin. Was weiß ich, was waren das jetzt maximal? Ja, es war jetzt kein Kilometer, würde ich sagen. Ja, auch keine 500, aber naja.
Gut, dann hoffen wir, dass es jetzt wieder kultivierter vorangeht. Mensch, was machen denn die beiden da mit viel Gepäck beim Giro d'Italia? Das wird nicht witzig. Ja. Diese Häuser mit Fischernetzen haben wir am zweiten Tag ständig gesehen. Ja, jetzt haben wir hier einige Kilometer, glaube ich, diese große Straße. Hier heißt halt mit dem 22er, 23er Schnitt schnell das Teilstück hinter sich bringen und dann wird es wieder besser. Schatten! Ja, jetzt sind wir schon 49 Kilometer gefahren. Mir wird eine Reichweite noch von 257 angezeigt. Und hier 300, ne? Warte, auch dass ihr seht. Ja. Der Beweis da jetzt ist 297. 297 sehe ich da, ja. Das müssen uns die Zuschauer einfach glauben. So, ich tausche noch mal eben, oder wir tauschen eben die Wasserflaschen aus. Gestern und heute haben wir jetzt das erste Mal irgendwie so richtig Wasserbedarf und Trinkbedarf und müssen gucken, wo wir was Neues herbekommen. Das hatten wir auf den bisherigen Touren nicht so, ne? Und, Nö, das stimmt. ja, jetzt Kaufen wir auch nachher noch. Wir kaufen bitte? auch. Bitte, wir kaufen auch. ja. Ja, eine 1,5 Flasche. Genau, ja, jetzt ist es 10 Uhr. Wir gucken mal, dass wir noch eine Stunde fahren. Ab 11 Uhr Pause machen, mal ausgiebig den Supermarkt aufsuchen. Und dann haben wir für heute Nachmittag noch gut 40 Kilometer. Das passt gut. Gleich haben wir Halbzeit der Strecke. Gut. Ja, solche Straßen haben wir heute mal öfter. Wir haben uns noch mal eincremen mit Sonnencreme, vorher aber mit feuchten Tüchern alles sauber gemacht, die Beine, aber dennoch ist da immer noch Dreck dran und jetzt verreibt man mit der Sonnencreme noch so ein paar Krümel. Das ist lecker, ähnlich lecker, wie lecker. am Strand, wenn man so Sand. Ja. Das ist ähnliches Nice, Feeling. nice. Schon mal mehrere Tomaten auf einem Fleck gesehen? Giuseppe fährt die Tomaten. Ja, die Erdbeeren wachsen hier ziemlich. Die Erdbeeren wachsen Die hier. Erdbeeren, genau. Und Ja, die die Tomaten italienischen erst. Erdbeeren wahrscheinlich. Die wachsen irgendwie so unstetig, ne? Also wieder eine größere Motorrad. Straße hier. Aber wir folgen dem blauen Himmel und der Hitze. Gleich geht's noch mal ans Meer. Da hinten biegen wir links ab. Ja, ich habe Anne Tuckrecker gezeigt gestern, ne? Nee, das war schon zu Hause, oder? Oh, das war auf der Fahrt nach Venedig auf der Autobahn. Da habe ich die gekauft, ja. Stimmt. Ja, und manchmal kommt man dann wieder auf den Geschmack, ne? Ja, so ist das. Ja, wir haben uns jetzt hier gegen 12 in Schatten gepflanzt, mitten, ja, einfach unter den Baum, um der Sonne zu entgehen, Mittagspause zu machen. Ja, und dann geht es gleich auf die letzten 45 Kilometer. Ein bisschen Obst gab's,
Sachenladen hier. Anna hat sich, also du bist nicht gestürzt, sondern einfach ein bisschen Sonnenallergie auf diesem Knie. Und damit jetzt in der Hitze das nicht noch schlimmer wird, dachte ich, ich klebe das einfach ein bisschen ab. Das sieht jetzt zwar echt blöd aus, aber die Erkenntnis des Tages ist auf jeden Fall, wenn ihr wisst, dass es heiß wird und sonnig ist, nehmt Armlinge und Beinlinge mit. Das ist ein super Sonnenschutz. Vorhin wollte ich eigentlich kaum weiterfahren, weil ich wusste, es ist kein Schatten da und es tut meiner Haut nicht gut. Aber so mit den Armlingen ist die Haut geschützt und ich kann ohne Probleme fahren. Wirkt von außen erstmal komisch, wenn man denkt, sind die wahnsinnig, ist ja heiß. Ne? Aber es geht. Du kannst ja weiterhin das luftige T-Shirt anhaben, du hast Fahrtwind. Und das bisschen schwarz an den Armen stört nicht. Das ist echt okay. das ist schöne Landwirtschaft. Ja. Denen geht's Selbst gut. die Kühe können in den See, Entschuldigung. Geil. Swimmingpool für Kühe, das ist mal Magic hier. Wollen wir da auch schau, reinspringen? eine Mutterkuhherde ist das. Aha. Wir kämpfen uns hier in Eco hoch. Ach so, ja, wir haben uns neue Räder bestellt, ohne Unterstützung, aber dazu dann in Kürze mehr. Oder auch etwas länger, wir warten nämlich immer noch. Dann müssen wir jetzt rüber? Fähre nach Argenta. Nee, Nee, ich glaube, wir müssen da nicht rüber. nee, ich hab geguckt. Der Vogel oben. Der da? Also wir müssen hier geradeaus und man sieht, das sind ganz schmale Durchgänge. So was hatten wir auch noch nicht, ne? Das hatten wir jetzt auch noch nicht und Mare muss das hintere Also Rad hier ist es ein bisschen einfacher. hochheben. Also beim ersten Mal war es ein bisschen einfacher. Dieschen macht es nicht gerade leichter. Sonst kommen wir nämlich nicht durch dieses schmale Stück. Die muss jetzt herhalten. Hey, fast auch hier ganz ähnlich wie du. Hier ist ein nettes kleines Häuschen mit reichlich Bestuhlung verschiedenster Farb und Form. Da waren wir gerade und haben uns was zu trinken geholt. Wir sind auf der Zielgeraden zum Campingplatz noch 8 Kilometer in die Source. Ne? Genau. Ja.
Links von uns ist das Meer und auch Campingplätze hier in diesen Pinienwäldern. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir natürlich auch ein Plätzchen für uns finden. Genau. Wir realisieren gerade, dass wir jetzt noch mal Fähre fahren müssen. Ich hoffe, die machen keine Mittagspause. Nein, keine Mittagspause. Hier haben wir den Campingplatz Piomboni. 3 Sterne. Die Rezeption hatte bis kurz vorher, bis 15 Uhr geschlossen, deswegen hatte sich hier eine lange Schlange gebildet. Es ging dann aber. So, also wir haben, ich glaube jetzt nach dem Parkplatz links, 1B ist unser Zeltplatz. Da müssten eigentlich auch schon dabei sein. Ja. Genau, und ich habe jetzt gerade noch Geld gewechselt wegen Laundry zum Waschen. Zahlen können wir ab 17 Uhr. Die haben auch jetzt unsere Passports. Also ab zum Zeltplatz, Zelt aufbauen, Wäsche waschen. Genau. Cool. Genau, gucken wir. Ja, das ist ja knuffig hier. Im Verhältnis zu diesem riesengroßen Platz. Ja, manchmal mal so, ne? Wir können beides. Ha? Wir können beides, mal so, sage ich. So, Ja. also jetzt haben wir noch eine Reichweite von 153. Okay, und wie viel sind wir gefahren? ...113. Ja. Ja, das ist hier dann der Zugang zur Zeltwiese. Ja, schon etwas komisch, aber wir sind eine Nacht hier, das kriegen wir auch hin. Und eigentlich passt ja. Das Zelt steht vernünftig. Wir haben hier unsere Fahrräder mit einem 5 Meter Verlängerungskabel hier zum Stromkasten. Ja, also eigentlich dann doch wieder okay. Also wir haben jetzt die Wäsche gewaschen, haben sie jetzt mal hier so aufgehängt. Etwas provisorisch, aber ich denke, das klappt. Also mein Fazit von dem Campingplatz, wir waren jetzt gerade einmal schon mal uns abduschen. Also die sanitären Einrichtungen sind wirklich bisher die besten, sind zwar relativ simpel, aber irgendwie finde ich sauber und zweckmäßig und wirklich, also dahergehend sehr zu empfehlen. Jetzt war ich gerade noch im Supermarkt und auch der ist wirklich super ausgestattet, frische Theke, man kann, es ist ein Bäcker drin und auch eine frische Theke mit Wurst und so Sachen, Antipasti. Also richtig gut sortiert. Klar kann ich jetzt nicht den Preis so ganz abschätzen, aber ich finde wirklich, da waren jetzt auch viele Leute, die dort eingekauft haben. Genau, also deswegen insgesamt muss ich sagen, bisher eigentlich gefällt es mir wirklich hier also am besten von denen, die wir hatten. Aber wir haben ja auch noch ein paar Tage und so ein bisschen der Vergleich. Und es ist ja auch immer wieder spannend, was einen so erwartet an einem Tag, wenn man ankommt. Wir gehen jetzt noch zum Strand, der ist nämlich direkt gegenüber. Und danach lassen wir es uns noch gut gehen, weil wir gehen ins Restaurant. Und ich bin leer ausgegangen, bei mir gibt es heute nichts. Das war gutes Timing mit dem Lacher. Wir melden uns noch mal kurz zurück. Bevor wir nämlich noch den schönen Sommerabend ausklingen lassen, wollten wir euch noch einmal ganz kurz unser Cabrio-Zelt zeigen. Das haben wir jetzt die ganze Zeit gemacht, weil hier in Italien ist nämlich der Sommer noch. Und die Nächte sind ebenfalls relativ warm und man braucht wirklich kein Überdach. Und man braucht eigentlich auch sonst keinen Schlafsack. Genau, euch einen schönen Abend. Wir genießen ihn. Tschüss. Ciao.